Wo ist denn hier der Haken? Nur was denn für ein Haken? Gestern neuer Ofen, heute neue Matratzen. Vertrauen Sie Ihrem Freund nicht? Jedes Mal, wenn ich was Anständiges mache, hat's einen Haken. Ja. Alte Schluse! Hogan, Sie würden einen fabelhaften Lagerkommandanten abgeben. Beworben habe ich mich, aber die haben mich nicht genommen, weil ich keine Wirtschafterin habe. Meinen Sie das? In Ihrem Bauch ist mehr drin als in den Dingern hier. Oh, heute in der Privatkutte ist ja eine hübsche Farbe selber gestrichen. Falls einer eine unnötige Bewegung macht, erschießen. Wozu denn erschießen? Haben Sie etwa Gold auf dem Laster? Nein, gelbe Tanzküken. Was tut dieser Mann hier? Oh, das hab ich ganz vergessen, Major Hochstetter. Das ist Colonel Hogan, mein Freund. Nicht wahr? Im Gegensatz Ich kenne den Mann seit Jahren, Klink. Dürfte ich dann mal die neuen Gefangenen herumführen? Mit Ihrer Erlaubnis natürlich. Klink, was tut dieser Mann hier? Der hört nicht. Besorgen Sie Batterien fürs Hörgerät, nicht wahr? Hörgerätbatterien. Inzwischen werden Sie den Hochsicherheitstrakt für die Gefangenen vorbereiten. Zusätzlich werde ich Ihnen schmiedeeiserne Ketten verpassen, ja. Ich muss wohl nicht extra betonen, was mit Ihnen passiert, wenn einer der Leute entkommt, hm? Was schon, wollen Sie mir eine klatschen? Das möchte ich erleben. Sie werden erschossen. Dagegen bin ich allergisch. Das ist wirklich eine schöne Frage. Was tut dieser Mann eigentlich hier? Das begreifen Sie nicht mehr. Empfehlung an die alten Eltern. Na, Schulzi, Habt ihr Zigaretten? auch nicht ungesund. Und wenn Sie meiner Wirtschafterin nun vorwerfen, sie hätte sich Ihnen unsittlich genähert, dass Sie durch einen tastenden Griff an Ihrer Hose gemerkt haben wollen, so sagt sie dazu, sie habe lediglich das Geländer gesucht, um nicht zu fallen. Und an Göring persönlich. Wäre das alles? Ich kann keinen Wein vertragen, Herr Oberst. Ich sterbe vor Sodbrennen. Und was ist mit Bier? Hogan, ich habe Sie doch gar nicht rufen lassen. Begrüßt man so einen Freund? Der neue Lagerkommandant ist hoffentlich freundlicher. Der neue Lagerkommandant. Der hatte auch einen menschlichen Trieb. Ich sprach ja nicht von Ihren Keimzellen, sondern von der Rotkreuzinspektion. Das geht nur den Lederzwerg von der SS was an, mich nicht. Hogan, Ich versuche doch nur meinem Freund Willi zu helfen. der hat sich doch aufgeblasen wie ein Truthahn. Keiner kommt an die Gefangenen. Sicher. Was werden da zu tun? Ach, gar nicht so viel. Ihre Kalinke müsste da mal mit dem Schrubber durchfahren und ein neuer Ofen und ein paar neue Matratzen. Die alten stinken doch gegen unsere ab. Oh, die Kalinke ist doch zurzeit nicht hier. Dann machen das Ihre Männer, wenn Hochstädter nicht Ja. da ist. Die Ja. brauchen nur ein paar Minuten und ich beaufsichtige das. Meine Männer. Wieder so eine Furzidee. Ihre Männer bringen die Zelle in Schuss. So, und ich werde aufpassen. Das war genau das, was ich gesagt habe. Mensch, ich sitze mit dem Arsch auf glühenden Kohlen, Hogan. Ganz ruhig. Hochstädter ist doch noch in der Stadt. Der kommt doch wie Kai aus der Kiste. Ja, und wer hat hier das Sagen? Sie geben doch die Befehle. Sie werden doch keine Angst vor Hochstädter haben. Wenn er sich einmischt, hauen Sie ihm aufs Maul. Genau, auf die Schnauze. Gut, dass Sie so denken. Da kommt er. Was ist denn hier los, Klink? Was haben diese Männer in einem Sperrgebiet zu suchen? Reißen Sie sich mal an Ihrem Riemen. Ich bin hier der Platzhirsch, ja. Der Platzhirsch, dann stehe ich wohl im Wald. Hier war mal einer, wurde aber gerodet. Klink? Was sucht denn dieser Mann hier? Ein Glück, dass Sie nicht gefragt haben, wer ich bin, sonst wäre Klink ausgeflippt. Nun nicht doch. Uns verbindet sowas wie eine kleine Freundschaft. Nur nicht so wahr? geht's. Eine Hand wäscht die andere. Wir renovieren die Arrestzellen. Was ist das für ein Lappen? Eine zerschissene Matratze. Das sehe ich selbst. Was haben Sie damit vor? Nun, eine Suppe wird er wohl draus kochen. Die werden weggeschmissen. Ach so? Der Rotkreuzinspektor kotzt sich tot, wenn er die sieht. Die sind doch noch ganz gut. Sind alt, ausgebeult. Und verwandt sind Sie auch. Mach schon. Für mich scheinen die in Ordnung zu sein. Halt! Hogan, das sind doch keine Wanzen. Ich freue mich, dass ich Sie doch überreden konnte auf ein Schlückchen Wein, obwohl Sie es gar nicht mögen, ja. Aber Onkel Wilhelm, ich warne Sie. Mein Sodbrennen kann furchtbar werden. Und wenn Ihnen die Flammen aus dem Rock schlagen, ich kann warten. Und das wärmt an allen Stellen so schön durch. Bin auch ganz heiß. Aber Onkelchen trinkt ja gar nicht. Onkel, Weißt du, was mir jetzt nur noch fehlt? sag's, mein Kind. Musik. Romantische Musik. Ich hab doch nicht an den Lauschlappen, ich hab's doch selber gehört. Das ist unmöglich. Das ist eine Falschmeldung. Aber die kam direkt im Mang durch den Äther. Äther betäubt aber auch. Und dann ist man nicht mehr Herr seiner Sinne. Und das vermute ich bei Ihnen. Hier kam's aus der Goebbels-Schnauze. Die oberste Heeringsleitung hat's bekannt gegeben. Also Heeresleitung meine ich natürlich. Irgendjemand muss das doch bestätigen können. Ja, nicht Da wahr? wäre noch Oberst Bomberg. Der weiß das ganz sicher. Na, rufen Sie ihn an den Bamberg. Bomberg! Aber ich warne Sie, wenn Sie mich zum Narren gehalten haben, gibt's Glauben Sie, Ärger. ich hätte das Fummeln unterbrochen, wenn's nicht stimmen würde? Hier ist das Wohnzimmer vom alten Bombenberg. Was gibt's denn? Hier ist Major Hochstetter. Ist Oberst Bomberg da? Aber Herr Major, er hat Schwierigkeiten zum Telefon zu kommen. Er hin eben noch verkehrt rum in Unterhosen am Kronleuchter.
Bomberg hängt in Unterhosen am Kronleuchter. Na, hoffentlich brennt er wie eine Fackel, sonst hat's ja wenig Sinn, nicht wahr? Hallo? Hallo, Bomberg! Hochstädter hier! Bomberg, ich wollte Sie fragen, ob Sie ein Gerücht bestätigen können. Ach, Hochstädter, Sie Alte Filzlaus. Wie geht's? Schon gehört? Da musst du die Fingerchen wegnehmen, mein Kleiner. Hallo? Rutschen Sie mir den Buckel runter. Der scheiß Krieg ist wirklich vorbei jetzt. Oh, Puppelchen, du hast mir mal mein Höschen weggefummelt, du Böser. Einen Augenblick noch. Stumpelchen, komm schon. Meine Damen, bitte, ich bitte euch. Aufhören, jetzt zerreißt mir ja die Uniform. Aufhören. Alles in Ordnung, Hochstädter? Noch bin ich hier der Chef und Sie sind mein Angestellter. Und für einen Abhängigen gibt's im Dienst keinen Kotzbalken. Sagen Sie, Klink, was haben Sie denn jetzt vor? Ich meine, wenn der Krieg wirklich aus ist. Nun, wieder zurück ins Leben. Wissen Sie, Hogan, ein Mann mit meiner Erfahrung. Ich war Buchhalter in der Liköreierbranche, wird immer gebraucht. Genau wie Liköreier. Wer hat die schon? Und was machen Sie, Schulz? Ich bin in der Konfektion. Aber während des Krieges durften keine Mieder und Strapse hergestellt werden, weil die Damen am Fließband gestanden haben, Bomben bauten und Hosen trugen. Jetzt schaffen wir wieder für die Weibsbilder. Wie hießen die Firma, Schulz? Schatullenkröning GmbH. Oh. Hogan, das können Sie nicht wissen, aber die Schatullenkrönung ist der absolute Hammer für jeden Weiberarsch. Ob Sie von Ihrem Chef Ihren alten Arbeitsplatz wiederkriechen? Ja, wieso nicht? Ich bin doch der Chef, gell? Unser Schulz ist die Schatullenkrönung. Ja. Dankeschön, Wilhelm. Du doch nicht. Und mein Freund Hogan kann zurückfliegen in die Heimat. Mein amerikanischer Freund hat einen guten Vorschlag gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es der SS nicht schaden würde, wenn sie ein bisschen menschlicher würde. Klink? Keine Frechheiten, sonst gibt's eins auf die Schnauze. Na, dann wollen wir uns mal einen hinter die Bluse gießen. Ah, Busse, Sie alte Filzlaus. Ich grüße Sie. Und ich Sie bald nicht mehr. Sie sind doch ein sittendämlicher Hund. Man hat Sie reingelegt. Und Sie, da fehlen mir glatt die Worte. Man sollte Sie ausstopfen, Sie Ich Rhinoceros. unterbreche nur ungern, aber alle Gefangenen von Oberst Klink sind noch da. Ja, genau, das ist richtig. Schulz, die Tore schließen, der Krieg geht weiter. Was haben Sie gesagt über die Gestapo? Sie Schlitzohr! Tür auf, Tür zu! Als Buchhalter wird der noch beschissener sein.